Ja, servus, dieses Mal backen wir unser eigenes Toastbrot. Und wir fangen gleich damit an, indem wir Mehl und Salz in eine Rührschüssel geben und das Ganze mal kurz vermengen. Weiter haben wir jetzt schon ein bisschen Wasser in einen Rührbecher gegeben und dort bröseln wir die Hefe hinein. Das rühren wir gut durch, damit sich die Hefe auflöst. Das geben wir dann zur Milch hinzu und rühren das auch kurz durch. Der nächste Schritt ist, dass wir Butter zum Mehl hinzugeben, und zwar weiche Butter. Gleich danach folgt auch das Hefe-Milch-Gemisch. Das Ganze rühren wir dann mit dem Handmixer richtig gut durch. Wenn es sein muss, natürlich für mehrere Minuten. Anschließend können wir es gelassener angehen, weil den Teig lassen wir jetzt richtig lange gehen. Aber wir sind nicht untätig. Die Backform können wir schon mal einfetten. Aber nur leicht, damit das Backpapier dran heben bleibt. Das Backpapier schneide ich so zu, dass es natürlich die Backform super auskleidet. Mit dem Backpapier kriege ich nachher das Toastbrot viel besser aus der Backform wieder raus. Auch können wir die Arbeitsfläche schon mal mit Mehl bestäuben. Mit richtig viel Mehl. Weil der Teig ist so richtig klebrig und da brauchen wir einfach das Mehl, dass es nicht überall hängen bleibt. Weil wir wollen jetzt den Teig mehrmals falten. Zum Schluss formen wir aus dem Teig so etwas wie eine Walze, die dann super in die Backform reinpasst. Und auch hier geben wir dem Teig nochmal 30 Minuten zum Gehen, damit er nochmal schön aufgeht. Und dann sollte er genauso aussehen wie hier. Jetzt hat er genau die richtige Form für den Backofen, weil den Backofen haben wir jetzt auch schon auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Und jetzt kommt er in den Ofen für 40 Minuten. Für den Wasserdampf gebe ich noch ein bisschen Wasser in den Ofen. Ihr könnt, wenn ihr das nicht habt, natürlich eine Schale Wasser in den Ofen stellen. Und nach 40 Minuten ist das Toastbrot natürlich schon fertig. Und genau so muss es aussehen. Da ist der Nobby natürlich so richtig zufrieden. Gut, jetzt können wir natürlich das heiße Toastbrot schon aus der Form herausholen, weil wir ja das Backpapier verwendet haben. Super, das Toastbrot ist perfekt geworden. Genau richtig, so muss es aussehen. Genau der richtige Zeitpunkt, das warme Toastbrot mal aufzuschneiden, um zu sehen, wie es geworden ist. Super, super sieht's aus. Und wir schneiden uns eine Scheibe ab und die Scheibe geben wir in den Toaster hinein und wir belegen es so richtig lecker. Es gibt echt fast nichts Besseres wie selbstgemachtes Toastbrot. Ja, aber probiert's einfach mal selber aus, dieses herrliche Toastbrot zu backen. Und berichtet mir doch einfach mal, wie es geworden ist. Auf jeden Fall würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid und mir auch ein Abo dalasst. Auf jeden Fall bleibt gesund und bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal.